Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Kaigas Assault auf Burudeng. Heute überraschenderweise wieder über 100 Teilnehmer. Ehrlich gesagt keine Ahnung, was anders ist als letzte Woche, weil das Update war ja schon vor 1,5 Wochen. Also vor dem letzten Kaigas Assault auf jeden Fall. Und eigentlich hat sich nichts geändert. Also ja. Außer, dass die Team-Banner wieder angezeigt werden. Die konnte man ausblenden, indem man die Banner-Title ausgeblendet hat. Und das geht jetzt nicht mehr. Also, ja. So, da war gerade ein Jester in Dark Illu. Muss man auf Nummer sicher gehen, dass er nicht ausgerechnet mich erwischt, aber da liegt er tot. Muss ja nicht immer ich sein, der da stirbt. Ja, aber die Banner-Title, also keine Ahnung, ich muss sagen, ich fand das eigentlich gut. Es war echt eine gute Änderung, dass man die ausblenden konnte. Auch für Kaigas Assault. Es ist so viel unübersichtlicher mit diesem dämlichen White Team über jedem Namen. Und dass das jeder selbst entscheiden kann, ob er das sehen möchte oder nicht, finde ich eigentlich schon richtig. Weil es ist unfassbar, wie unübersichtlich das wird. Und ich meine, wir sind jetzt nicht so viel mehr Leute als letztes Mal. Ich meine, ja gut, effektiv 20 Leute mehr wahrscheinlich, 20 Charakter mehr, Pi mal Daumen. Und sofort ist es extrem unübersichtlich. Und jetzt muss man sich vorstellen, was es nochmal 30 Leute mehr sind. Was ja eigentlich der Sinn von dem Spielmodus ist, dass es noch mehr Leute sind. Und das ist einfach, ich weiß es nicht. Warum soll das so sein? Ich verstehe es einfach nicht. Also warum muss das so sein? Warum soll das so sein? Ich weiß es nicht. Also ich finde das total unnötig. Und, Free Kills einfach. Oh. Hätte ich auch gerne gehabt. Ja. Irgendwie echt dämlich, muss man sagen. Und die haben das ja sogar, ich glaube, als Bugfix deklariert, ja, dass das ein Bugfix ist, dass das aus Versehen war, dass du die Banner-Title in Kaigas Assault mit dieser Option deaktivieren konntest. Und ich dachte halt, das wäre Absicht gewesen. Und auch mehr oder weniger Sinn davon quasi. Und, ja. Also, keine Ahnung, muss ich echt sagen. Sehr enttäuschend irgendwie. Also, jetzt stört es vielleicht noch nicht so sehr, wenn du hier als... Jetzt stört es vielleicht noch nicht so sehr, wenn du hier als Team rumläufst und nur die Artefakte handest. Aber es nervt ziemlich, wenn du bei Kaigas stehst und wirklich da Gegner rumlaufen, die du deutlich schlechter erkennst, weil einfach alles voll mit Leichen ist und auf jeder Leiche fett draufsteht White Team, Black Team und diese Flügel. Ja, das habe ich schon 1000-mal gesagt, aber ich meine, dadurch, dass sie es nicht ändern oder jetzt wieder zurückgeändert haben, muss man es wahrscheinlich noch 1000-mal sagen. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so sieht. Aber ich denke mir, halt, Gegner haben sowieso einen roten Namen, Verbündete haben einen weißen Namen. Also ist das einfach komplett sinnlos. Du musst es nicht angezeigt bekommen, in welchem Team jemand ist. Das Einzige, zugegebenermaßen, wenn du startest, weißt du vielleicht nicht genau, in welchem Team du bist, bis du das erste Artefakt eingenommen hast oder so. Aber ich sag mal, auch das ist eigentlich fast irrelevant, ja. Das muss man theoretisch nicht unbedingt wissen. Also, was bringt es dir wirklich zu wissen, in welchem Team du bist? So gut wie gar nichts. Von dem her, keine Ahnung. Aber gut, zurück zum Wesentlichen. Ist auf jeden Fall gut, dass wieder mehr Leute sich angemeldet haben. Aber wie immer, man merkt es immer daran, dass die Leute sich gegenseitig followen. Die Charakter, besser gesagt. Und ja, natürlich wieder einige mit 2 Charaktern am Start. Aber es sind so oder so einfach mehr Leute als letzte Woche. Okay. Kaigas ist gespawnt. Das ist ziemlich ausgeglichen. Außer, dass wir mehr Kills haben. Aber es sind nur 17 und das ist noch relativ früh. Also das hat fast keine Bedeutung. Keine gigantische zumindest. Oh. Okay. No! Da wollte ich einmal wieder ein bisschen aggressiver schon zu Beginn gehen und dann kommt wieder ein Jester aus Dark Illu. Wow. Sind das irgendwie so viele Jester heute oder kommt mir das nur so vor? Und wieder jemand, der AFK gekillt wurde. Das passiert heute relativ häufig. Uiuiui.
Mr. Krabs, der hat mich, glaube ich, gekillt, oder? Oh, Kaigas, come on, man. Da ist ein Ranger. Okay, sehr viel Team White gerade in der Mitte. 94:60. Wir könnten den vielleicht rushen. Ist nur Team White in der Mitte gerade. Wir könnten rushen. Oder besser gesagt, wir rushen gerade. Unser Damage ist irgendwie ziemlich leer. Lame. I don't know, ob man das noch als Rushen bezeichnen kann. Dafür, dass da keine Gegner sind, sind wir ziemlich langsam. Und ja, ich mache auf jeden Fall kein Damage. That's for sure. Oh. No! Jetzt sieht schon ein bisschen besser aus. Über 70%. Come on. ...75. Oh, könnte es sein, dass ich diesmal ausnahmsweise im Gewinnerteam sein werde? No way! Das ist schon seit Wochen nicht mehr passiert. Okay, looking good. Wir haben immer noch 30 Kills Vorsprung. Oh, da wurde nice der Elementor abgefangen. 50 Sekunden. Dann kommt der Auto-Win. Oh! Da nochmal reinspringen wäre nicht schlecht. No! Hä, war das ein Knight? Junge, Eye of the Storm ist wirklich der nutzloseste Skill im ganzen Game. Ich meine, ja, er kam relativ spät. Aber ich wurde gestunt und geauto-attacked, I guess. Von einem Knight. Obwohl ich Eye of the Storm gemacht habe. Was für ein nutzloser Skill einfach. So eine Enttäuschung, wirklich. Oh, nice. Gleichstand zu dritt. Da kriegen wir beide die Chips. Da kriegt man dann beide die Belohnung. Alright. Ja gut, killtechnisch 50 mehr. War es gar nicht so dominant eigentlich. Ich war bei Kaigas 11. einfach. Ja, war gar nicht so dominant eigentlich killtechnisch. 50 auf 5 Minuten bevor Kaiga spawnt und knapp 5 Minuten nachdem er spawnt. Ist jetzt eigentlich nicht so viel. Also das geht deutlich dominanter. Ja, aber anscheinend, keine Ahnung. Ich finde es momentan echt schwer. Das sage ich ja jedes Mal. Ich kann mir nur vorstellen, das eine Team hat mehr Doppelspieler, das andere Team hat hat weniger Doppelspieler und plus den einen oder anderen besseren PvP-Spieler oder irgendwie so. Aber dann wiederum, keine Ahnung, ist immer schwer zu beurteilen, vor allem in welchem Team du bist. Die Gegner hatten eigentlich auch permanent 3 Artefakte, aber es ist oft so, dass das Team, was besser bei den Artefakten ist, dann trotzdem verliert. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass das passiert. Artefakte sind halt gefühlt das Unwichtigste, solange man da nicht komplett rein piept. Ja, ist momentan echt schwer zu sagen, was das Problem ist, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es extrem unbalanced ist auf Borodeng. Weil es immer, also manchmal ist es richtig cool, weil es dann wirklich 50-50 ist. Aber allein die letzten 5 Wochen gefühlt war es definitiv nicht 50-50 und ich meine, es sollte die Ausnahme sein, dass es mal einseitig ist und nicht die Regel und es ist wirklich eher die Regel. Zumindest auf Borodeng, aber auf dem FEC ist es eigentlich das Gleiche. Und ich sag mal so, wenn es auf irgendeinem Server ganz anders laufen müsste, dann ja eigentlich auf dem FEC, weil da die meisten Leute aktiv sind. Und da läuft es halt auch nicht anders. Von dem her kannst du sagen, es ist definitiv der Spielmodus, der hier immer mal wieder doch ein bisschen verfeinert werden müsste.
Ganz davon abgesehen von den Grafikfehlern, wo einfach diese komischen Fragmente überall im Boden oder in der Luft stecken. Also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall danke euch für das Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Schaut auch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.